Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin heute wieder mit Maxi und Kevin unterwegs, um Maschinen von uns, also sprich von Grimme, zu fotografieren und zu filmen. Aber wie ihr im Hintergrund sehen könnt, ist das alles so ein bisschen abgefahrener hier. Also grundsätzlich sind erstmal wieder 3 von unseren Evo 280 hier unterwegs. Die haben wir ja bereits in meinem letzten Vlog gesehen. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ihr da irgendwelche Fragen zu der Maschine habt, weil das Video noch gar nicht online ist, als ich das hier quasi, oder jetzt, wo ich das hier aufnehme. Ja, die 3 Evos sind gezogen von 2724 Gen 6, also mit dem neuen Fendt One Bedienkonzept, und einem 936, noch mit einem alten Fahrerarbeitsplatz. Und abgefahren werden die Kartoffeln hier mit Aufliegern. Und die werden nicht einfach nur an den Rand gestellt, die LKW, sondern die Auflieger werden hier mit einem Horsch Trailer Lift auf den Acker gezogen, und das wollte ich euch ganz gerne einmal zeigen. Wir sprechen gleich einmal mit dem Fahrer, der kann die Maschine noch mal ein bisschen genauer erklären, aber ist auf jeden Fall schon ein bisschen abgefahren. Und ja, so müssen die LKW halt nicht am Straßenrand stehen und von den Rodern voll gemacht werden oder beladen werden, sondern die Auflieger können tatsächlich aufs Feld geholt werden. Und idealerweise wäre es natürlich so, dass dann noch ein Kartoffelroder mit Nonstop-Bunker unterwegs wäre, der dann direkt bei der Fahrt auf die Auflieger überladen kann. Hier in dem Fall ist es so, dass die Auflieger quasi aufs Vorgewende gestellt werden oder an den Rand. Und so reicht auch einer von diesen Horsch Trailer Lift. Ich würde sagen, wir gehen einmal eben hin und dann kann er grob erklären, wie das Ganze funktioniert und wie es aufgebaut ist. So, ich bin jetzt hier bei Benjamin. Vielleicht machst du dich einmal kurz vorstellen. Moin, Benjamin mein Name. Wir sind heute mit der Firma Mahn und Toni hier auf einem kleinen Kartoffelacker und ich erkläre euch heute mal den Wagen der Firma Horsch, der die Auflieger von einem LKW Huckepack nehmen kann. In diesem Zustand ist der Rahmen komplett ausgefahren. Ihr werdet auf eurem Kanal da ja mit Sicherheit nachher auch im eingeklappten Zustand das mal sehen. Ne? Vom Prinzip her ist es wie ein Sattel-LKW. Wir haben auf dem vorderen Teil die Sattelplatte. Da fange ich auch den Auflieger mit ein. Und im hinteren Teil befindet sich auf jeder Seite ein sogenanntes Fangtaschensystem, was wir dann ausklappen, an den Auflieger andocken, den Rahmen im Parallelogramm zusammenschieben und dann die Haken hochfahren können, damit der Auflieger fixiert wird. Und dann können wir das ganze Ding mit über den Acker zergeln. Ich zeige euch nochmal am Auflieger, wo die Fangtaschen sind. So, er muss einmal erst noch eine Runde drehen. So, pass auf. Dies ist die Halte- und Gleiteplatte. Hier unten ist der Fangbolzen und hier auf der Innenseite sieht man am Fahrzeugrahmen die Verstärkung und die Aufnahme. Und über dieses ganze Ding und über die Frontsattelplatte wird der gesamte Auflieger auf dem Feld getragen, sodass kein Reifen mehr den Boden berührt. Also im Prinzip gehören diese beiden Komponenten zusammen. Einmal dieser Horsch Trailer Lift und der Fliegel Transformer. Denn beim Auflieger ist ja noch die Besonderheit, dass ich eine eigene Bordhydraulik habe, die per Akku betrieben wird. Ne? Genau, das kann ich dann per Fernbedienung aus dem Schlepper aus steuern und kann mir den Auflieger so passend einstellen, dass ich da vernünftig drunter fahren kann. Genau, im Prinzip muss ich dann die ganzen Schläuche nicht dran haben, sondern kann dann ja mit einer Fernbedienung ganz einfach sowohl die Seitenwand runterfahren, das Licht anstellen von dem Auflieger, die Stützfüße hoch und runter fahren. Und die Heckklappe hoch und runter. Genau, und zum Entladen dann wieder. Und bei einem Auflieger dann sogar die Plane rüberfahren. Ne? Genau, das ist ein einzigen, da ist sogar die Plane automatisch, ja. Brauche ich auch nicht mehr draufklettern. Ja. An sich schon eine geile Sache. Wann lohnt sich das denn? Oder wie weit fahrt ihr denn, dass ihr das Ganze nutzt? Weil normalerweise kennt man es ja mit einem 18-Tonner-Zug, mit Träger oder sowas. Warum wird jetzt hier alles mit LKW gemacht? Du sagtest ja, dass ihr ordentliche Entfernungen hier in der Regel habt, ne? Also im Endeffekt ist es ja so, dass wir ja die Maschine auf dem Feld zum Ernten nutzen wollen. Ja. Und halt diesen Moment mit der Fahrerei bis zum Straßenrand überbrücken wollen und dadurch weniger Stillstandzeiten vom Roder haben. Ja. Nein! Oh. Ich habe mit meinem Leben unterschrieben, ich merke das schon. Ja genau, und ich würde sagen, wir gucken uns noch mal einmal genauer dieses Gerät von Horsch an, weil das kennt man ja so nicht. Ich glaube, ihr seid ja auch europaweit oder weltweit vielleicht sogar die einzigen, die das nutzen, ne? Also dieses Huckepack-System mit so einem Auflieger nutzen wir hier in Europa wirklich. Ne? Also in den USA gibt es ja das Fahrwerk, aber in dem Rahmen, wie das hier ist, gibt es das auch nur gesamt 4-mal gebaut und meines Wissens 3 noch im Einsatz. Ja.
Okay. Grundsätzlich sieht es ja so aus, dass wir hier 2 Raupenlaufwerke haben. Ich habe die erst einmal ausgemessen, also sind 900er Bänder, ne? Genau. 1,30 hoch und etwa 2,50 Meter Aufstandsfläche. Also ist schon ordentlich. Angetrieben waren die ja nicht, ne? Nein, die sind nicht angetrieben, deswegen ist der Trecker der begrenzende Faktor vorne vor. Und alles unter, ich sag mal, eine 936 braucht man da nicht mehr vorhängen. Ja, wir haben jetzt hier 942 und der reicht dann wohl aus, ne? Mit Reifendruckregelanlage, dass man es schön passend angleichen kann, dann läuft das. Genau, und ihr habt euch wahrscheinlich gefragt, wofür diese Hebel hier sind. Das ist im Prinzip dann Die Handbremse. genau, Verstellbremse. Und wenn wir hier einmal kurz zwischengehen, dann können wir uns das hier auch nochmal angucken. Also im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, das ganze Ding fährt halt auseinander und für die Straßenfahrt, für den Straßentransport kann man das Ganze dann auf 3 Meter Straßentransportbreite zusammenschieben, ne? Ja, ein bisschen weniger sogar noch, ja. Bisschen weniger, ja, okay. Und hier haben wir dann ja im Prinzip diese Fanghaken, ne? Genau. Der obere Anschlag fährt runter. In dem gleichen zieht dann der Zylinder auch den Fanghaken raus, die Fangtasche. Und das alles kann ich über Kamera von vorne beobachten, für beide Seiten getrennt. Ja. Und da gab es ja ursprünglich, ich glaube 2017 wurde das ja bei Arritechnica vorgestellt, da gab es ja noch ein anderes System, dass quasi beim Auflieger so eine Fangtaschen rausgeklappt werden mussten und dass er da reingefahren ist. Genau, Und das ist jetzt alles umgebaut, deswegen konnte man das da eben sehen. Also die Auflieger sind die identischen, ist nur eine andere Aufnahme jetzt dran. Ja. Ja, und wenn man dann auch hier ein bisschen weiter vorne guckt, dann sieht man entsprechend, dass hier dieses ganze Rohr mit einem liegenden Zylinder rausgeschoben wird. Und eben durch dieses Rausschieben drücken diese beiden auseinander und dann kann er eben auf diese Breite hier auseinandergefahren werden und kann dann so entsprechend den Auflieger aufnehmen. Bodenfreiheit sieht ja erstmal nicht ganz so gewaltig aus hier, ne? Nee, das sind nur 5 cm theoretisch. Also Ja. wenn die Fläche eben ist, Ja. ist wirklich 5 cm. Aber auf dem Acker relativiert sich das Ganze natürlich ganz schnell. Und ihr löst dann auch die Bremsen, Genau, dass die die Räder... Feststellbremse muss definitiv gelöst werden, weil sonst schneiden wir uns bei steinreichen Böden nämlich die kompletten Reifen. Ja. Und vorne kann man die Deichsel sonst ja von der ganzen Kiste auch noch anliften, ne? Von dem Porsche-Apparat hier. Also das bringt nicht viel. Ja. Das ist nur zum Einkoppeln und Entkoppeln beim Abstellen. Dafür brauche ich die Knickdeichsel. Ansonsten Steuerung, ja komplett über Steuergeräte, also kein Isobus, kein Load Sensing oder sonst irgendwas. Nein, bei dieser Variante, in dieser Ausbaustufe, ist es alles über die ganz normale Hydraulik des Schleppers angesteuert. Also alle Steuergeräte, die ich zur Verfügung habe. Okay, und ansonsten habt ihr das ja wahrscheinlich dann auch schon mal für Mais oder andere Kulturen genutzt und nicht nur für Kartoffeln. Genau, wir haben das schon mal im Einsatz mit beiden Lafetten im Mais benutzt. Ja. Mit fliegendem Wechsel auch, weil mit der absenkbaren Seitenwand geht das wunderbar. Ist natürlich, die Frequenz zum Kartoffelroden ist natürlich immens hoch zum Wechseln der Fahrzeuge. Ja. Und das ist dann Ja. hartes Brot für die Lkw-Fahrer. Ja, okay. Jo, ich komme mir das Ganze ja heute den ganzen Tag einmal angucken und ist auf jeden Fall sehenswert, muss ich sagen. Wirklich interessantes System, hat sich nur ja scheinbar leider nicht durchgesetzt. Auf jeden Fall, wenn man sich die Spuren hier einmal anguckt, wo er quasi lang gefahren ist, ja, wenn man das jetzt mal mit einem 18-Tonner oder sowas vergleicht, ne, ist überhaupt kein Vergleich. Also ich denke mal, jeder von euch kennt es, wenn quasi ein 18-Tonner Zug oder ein Auflieger oder sowas mit Dolly-Achse über den Acker geschlurrt wird. Was da dann für Spuren gezogen werden, auch in der Fahrgasse, ist halt einfach nicht so geil. Und das ist schon eine ziemlich geile Alternative, muss ich sagen. Natürlich ist gewissermaßen einmal der An- und Abkuppelprozess so eine Sache, weil man halt recht viel Platz braucht. Also erstmal muss man ja überhaupt die Felder rauskommen, vernünftig, weil eben durch diese 900er Bänder ein bisschen Abstand zwischen Auflieger das Ganze ja, keine Ahnung, auf 5 Meter breit ist oder sowas. Und in der Regel ist es eigentlich auch nicht gedacht, dass die Auflieger halt am Vorgewende abgestellt werden, sondern dass er die einmal aufnimmt, voll macht halt auf dem Feld und direkt wieder zum Rand bringt und wieder abstellt. Aber hier, weil es eben recht trocken ist, funktioniert das soweit recht gut und dann brauchen wir halt nur einen von diesen Apparaten. Das nächste ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Ich weiß jetzt nicht, was dieses System kostet, aber ich schätze mal, allein dieses Horsch-Teil wird schon, weiß nicht, bestimmt über 80.000 Euro kosten. Und dann muss man natürlich noch seine ganzen Auflieger, seine ganzen Abfahrfahrzeuge darauf quasi ummünzen, dass man halt passende Auflieger hat. Und hier laufen jetzt, glaube ich, 12 von diesen Aufliegern permanent. Also die ganze Saison über wird halt nur mit diesen Aufliegern abgefahren und quasi mit diesem Prozess. Und
Ja, kommt natürlich manchmal an die Grenzen, aber in der Regel scheint es ganz gut zu funktionieren. Jo, ich hoffe, das Video war ein bisschen interessant für euch, dass ich euch ein bisschen was Neues zeigen konnte. Ich werde euch jetzt anschließend noch ein paar Sequenzen von dem heutigen Tag hier einmal hinten ranschnibbeln und das finale Video werdet ihr dann höchstwahrscheinlich auf dem Kanal von Grimme sehen können. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Neues zeigen, ein bisschen was Interessantes, und wenn dem so ist, gebt gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr Bock habt, damit ihr kein Video mehr verpasst, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.